Hallo meine Lieben, heute habe ich etwas extrem Cooles für euch. Ich habe gesehen, dass BJ Dell effektiv Brushes oder Pinsel für Procreate erstellt hat, mit denen ihr super einfach so cartoony Tiere zeichnen könnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen eifersüchtig, dass ich selber nicht auf diese Idee gekommen bin, weil es ist wirklich super cool. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Also wie gesagt, heute arbeiten wir mit den Pinseln von BJ Dell und wie ihr die dann herunterladen könnt, nachdem ihr die gekauft habt. Also den Link fürs Kaufen, den stelle ich euch unten in die Links rein. Und wenn ihr die dann gekauft habt und heruntergeladen habt, könnt ihr hier auf Pinsel gehen, einen neuen Pinsel erstellen und dann hier sagen importieren und dann geht ihr auf den Ort, wo ihr das Ganze gespeichert habt und ihr müsst einfach dran denken, dass ihr das Procreate kann nicht aus einem ZIP-Folder heraus lesen, das heißt, ihr müsst das Ganze wirklich exportieren und an einen anderen Ort speichern und dann könnt ihr auf diese Brushes zugreifen und dann könnt ihr die einzeln in Procreate importieren, indem ihr die einfach auswählt. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe die ja schon hochgeladen und dann könntet ihr hier noch auf Fertig klicken. Das Bild, was wir heute machen werden, ist dieses hier, aber eben es ist nur ein Beispiel, um euch zu zeigen, wie ihr dieses Brush-Set oder Pinselset anwenden könnt und dann komplett eurer Fantasie entsprechend eure eigenen Designs machen könnt. Ich gehe jetzt hier kurz raus, dann mache ich einen neuen Canvas. Ich gehe hier auf 2480 x 2480 Pixel und habe die DPI auf 300. Das gibt mir meine maximale Ebenenzahl von 83 und das passt eigentlich wunderbar. So, jetzt haben wir hier den neuen Canvas. Und jetzt, wenn ihr die Pinsel heruntergeladen habt, ihr seid auf der ersten Ebene und dann geht ihr zu den Pinseln. Und ich fange immer damit an, dass ich den Kopf mache und dann nehme ich dieses Animal Shapes. Und ich werde hier mit Shape 7 arbeiten, aber da könnt ihr, wie gesagt, euch eine Kopfform aussuchen, die ihr wollt. Die Shapes sind nicht nur die Köpfe, sondern auch der Körper. Jetzt, weil wir uns um den Kopf kümmern, sage ich einfach, das hier wird mein Kopf. Wenn er blau ist, ist er ausgewählt. Und dann kann ich hier drüben eben die Größe entsprechend einstellen, die ich brauche. Könnt ihr ein bisschen probieren. Und hier ist es eben nicht so, dass ihr zeichnet, sondern ihr tippt eigentlich nur einmal auf den Screen und dann wird diese Form erstellt. Wenn ihr nicht zufrieden damit seid, zweimal draufklicken, vielleicht ein bisschen größer einstellen oder kleiner, dann habe ich hier meinen Kopf. Und ich habe natürlich vorher bei der Pinsel und bei der Farbauswahl gesagt, dass ich schwarz haben will. Vielleicht hier auch zur Farbpalette. Ich habe mir eine Farbpalette angelegt, um das Bild zu reproduzieren, was ich euch vorhin gezeigt habe. Aber da könnt ihr natürlich eure eigenen Farben dann auch auswählen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch selber so eine Farbpalette anlegt, dann verlinke ich euch hier oben mein Video dazu, was ich gemacht habe. Und dann könnt ihr das dort angucken. So, jetzt haben wir schon den Kopf. Jetzt braucht der Kopf natürlich Augen, Mund und Nase. Ich mache hier kurz eine neue Ebene, um euch einfach das Prinzip zu zeigen. Wenn ihr ein Gesicht habt, dann habt ihr immer eine Mittellinie. Dann habt ihr ungefähr eine Hälfte die Augenlinie. Das nochmal halbiert ist quasi dort, wo die Nase hinkommt und so könnt ihr euch orientieren. Die Ohren beim Menschen sind jetzt hier ungefähr, beim Tier werden die natürlich weiter oben. Aber einfach, dass ihr zu dieses Grundprinzip nicht, dass ihr die Augen irgendwo oben macht, sondern tendenziell, wenn man zeichnet, sind die Augen immer so auf dieser Mittellinie. So. Jetzt habe ich eben eine zweite Ebene und ich würde euch wirklich anraten, mit den Ebenen zu arbeiten bis zum Schluss, bis ihr das Ganze dann zusammenfügt und ihr seht dann auch warum. Jetzt als nächstes kommen wir zu den Augen
Da nehme ich den Pinsel und gehe auf Eyes. Und da habt ihr eine ganze Auswahl von Augen. Ich habe hier die 7. Blau schon ausgewählt. Ne? Und jetzt kann ich hier auch wieder mit der Größe ein bisschen spielen und einmal drauf tippen. Dann habe ich die Augen. Jetzt müsst ihr nicht immer wieder löschen und neu platzieren, sondern ihr könnt jetzt einfach, weil ihr eine separate Ebene habt, könnt ihr hier einfach das Auswahlwerkzeug nehmen. Dann sage ich hier gleichmäßig und dann kann ich die größer machen und auch anders platzieren. Und da ich jetzt immer neue Ebenen für die einzelnen Elemente mache, kann ich nachher immer noch verschieben, wenn ich sehe, okay, das passt oder passt nicht. Bei der nächsten Ebene nehmen wir die Nase, also gehen wir hier auf Noses. Und da ich ein Schweinchen zeichnen will, nehme ich hier diese Nase 10, aber ihr seht, ihr habt auch einen Bär zum Beispiel, einen Rüssel, Duck, hier ein Pferd, also ihr habt verschiedene Nasen auch zur Verfügung. Dann wähle ich die auch wieder aus und verändere die Größe und platziere die mal so in etwa hier. Und die Überschneidung von den Linien, die müsst ihr im Moment gar nicht beachten. Und darum kümmern wir uns gleich. Jetzt machen wir eine neue Ebene und geben einen Mund dazu. Dann haben wir hier Maus. Und da nehme ich diesen hier, Mund 1. Platziere den auch und verschiebe den in der Größe. Und hier verändere ich das Ganze ein bisschen, weil was ich schlussendlich haben will, ist eigentlich nur der untere Teil des Mundes. Das heißt, ihr könnt auch im Nachhinein noch die Sachen verändern. Ne? Und ihr könnt hier natürlich auch anders rotieren. Das, was ich will. Dann wieder eine neue Ebene. Dann machen wir die Ohren. Dann haben wir hier Ears. Und hier will ich hier die Ohren 1, das sind diese Schweinchenohren. Ihr seht, ich passe jetzt nur dieses eine Ohr da drüben an, einigermaßen. Weil was ich jetzt mache, ich selektiere, sage hier Freihand und gehe nur um dieses Ohr hier drüben herum und sage verschieben. Und jetzt kann ich das auch anders rotieren und es auch anders platzieren. Was ich in der Regel mache, ist, ich passe die Größe zuerst an, damit beide im Verhältnis gleich groß sind und dann trenne ich die erst voneinander und platziere die um. So, macht das mehr Sinn. Dann als nächstes komme ich zu den Augenbrauen. Und da habt ihr natürlich auch verschiedene, ihr habt hier so ganz dicke, so zusammenliegende oder ihr habt auch so ein bisschen dünnere. Jetzt seht ihr an den Augen, die hat so sanfte Wimpern, von dem her ist es von der Tendenz her eher ein weibliches Wesen und deshalb werde ich hier auch die etwas feineren Augenbrauen nehmen. Verschiebe auch die wieder. Und hier gucke ich jetzt zuerst auf diese Seite, weil das Thema ist das eine Auge ist etwas kleiner als das andere. Das heißt, die zieht dieses Auge ein bisschen hoch und das habe ich teilweise mit dieser Wimper schon. Aber ich will diesen Effekt noch ein bisschen stärker haben und deshalb schiebe ich die noch ein bisschen hoch. So in dem Stil. Das, was ich auch haben will, ist hier oben noch so ein kleiner süßer Haarbüschel. Wieder eine neue Ebene. Und dann gehe ich zu, wo haben wir es?
Hair Extras. Und hier gibt es so eben auch unterschiedliche. Ich will hier diese 3 Spitzen. Und jetzt gucken die für mich in die falsche Richtung. Ich will die in die andere Richtung haben und deshalb klicke ich hier auch gleich auf horizontalen Spiegeln. Mache die noch ein bisschen größer und platziere die so mittig. Einfach quasi, dass es mit dem Schwung von dieser Augsbraue hier so ein bisschen hoch geht. So, und jetzt kümmern wir uns um diese überstehenden Sachen. Das oberste Element wird die Nase sein und deshalb werde ich von den Augen das wegradieren, was unter dieser Nase hier liegt. Und dazu gehe ich auf die Augen, nehme den Radiergummi und radiere die, upsie, ein bisschen groß, und radiere hier das weg vom Auge, was hier in der Nase drin ist. So, dann haben wir beim Mund, da habe ich auch zu viel und darum gehe ich hier auf den Mund drauf. Ich bin immer noch beim Radiergummi und jetzt radiere ich hier die Teile weg, die ich nicht haben will. Jetzt bei den Ohren, die kommen auch zu weit rein, also gehe ich auf die Ohren und radiere auch hier die Teile weg, die zu viel da sind. So, und jetzt bei den Haaren will ich, dass diese Spitze hier reinkommt und das Ganze hier drüben aufhört. Deshalb muss ich von der Kopfform wegradieren. Deshalb gehe ich hier auf die Kopfform und fange hier an, Teile wegzuradieren. Deshalb habe ich das Ganze auch auf unterschiedlichen Ebenen gemacht, weil es geht einfacher, das zu machen, als wenn ihr jetzt alles schon zusammengefügt habt und dann irgendwie gucken müsst, dass ihr schön mit der Linie wegradiert. So geht das wesentlich einfacher. So, und schon haben wir unseren Kopf. Jetzt ist er natürlich zu groß, wenn ich ein ganzes Element machen will, deshalb markiere ich alle Ebenen dadurch, dass ich die rüberwische. Gehe auf das Auswahltool und mache das Ganze kleiner und platziere es auch anders. So in etwa. Jetzt will ich einen Körper. Da gehe ich jetzt eben auch wieder auf die Shapes. Da nehme ich diese Shape 9, damit ich eher einen dickeren Hals habe und schön diesen runden Bauch auch habe, was bei Schweinchen ja tendenziell so gezeichnet wird. Und dann platziere ich das so, wie es für mich passt. Und wie gesagt, ihr könnt hier immer noch dicker verändern. Ich würde sagen so. Und ihr könntet hier sogar, wenn ihr euch irgendein Element nicht passt von der Platzierung her, könnt ihr auch da das Freihand für Form machen. So, dann kriegt das Ganze noch Füße. Da gehen wir zu Leg Feet. Und da haben wir hier diese Feet. Nein, das sind so diese Schweinchenfüße. Dann platziere ich die auch entsprechend und mache die größer. Ich würde sagen, so passt das jetzt. Hier ist der Strich nicht ganz hochgezogen, aber den könnt ihr ganz einfach noch kurz nachzeichnen. So, und was das Ganze natürlich auch noch braucht, ist Arme. Neue Ebene. Und dann haben wir hier die Arms Paws, und zwar die 8. Da habe ich jetzt zuerst auf diese Seite geguckt. Und jetzt kümmere ich mich noch um diese Seite.
So, und jetzt kümmern wir uns auch hier wieder um die Überlappung. Einerseits haben wir hier was ins Gesicht reinkommt und das ist vom Körper. Das heißt, wir wählen den Körper aus, gehen hier auf den Radiergummi und radieren hier ganz einfach diese Linie aus. So, jetzt kümmern wir uns noch um diese Bauchlinie hier unten. Die will ich zwar anzeichnen von den Seiten her, aber hier unten will ich die weghaben. Das heißt, ich ziehe hier einfach so mit dem Radiergummi der Linie entlang, damit es so diese Kreisform behält, aber dann nicht weitergeht. Und dasselbe natürlich auch auf der Seite. Ich mache da immer zuerst wenig, gucke ich mir an, wie es aussieht. Ich würde sagen, das noch ein bisschen mehr. So, dem Stil. Und hier, ich will, dass der Arm vorne liegt und deshalb werde ich hier hinten den Körper auch ausradieren. Und ihr seht, es radiert nur das aus, was zum Körper gehört. Der Strich, der jetzt noch da ist, ist von den Beinen. Das heißt, ich muss auf die Beine gehen und da den Rest noch ausradieren. So, dann haben wir hier von den Armen, was zu viel reinkommt, weil ich will, dass der quasi hinter dem Körper hervorkommt. Dann gehe ich auf die Arme und radiere das hier weg. Was mir jetzt auch noch nicht gefällt, ist hier unten, dass das hier so quasi wie abgeschnitten aufhört. Das gehört zu den Beinen. Und dann mache ich quasi ziehe ich diese Linie noch so ein bisschen hoch. So, dann sieht das so aus, wie ich das haben will. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Körper hier unten im Vergleich zum Kopf jetzt ein bisschen zu dick ist. Dann markiere ich mir einfach alles, was hier zu diesem Körper gehört. Das sind die 3 Elemente. Markiere die und dann kann ich ganz einfach sagen, mach die ein bisschen kleiner. So, dann muss ich hier natürlich noch ein bisschen nachkorrigieren. Das war hier der Körper, wo ich auch diese Überstände noch kurz ausradiere. So, und jetzt finde ich das Ganze noch süßer, wenn dieser Bauch noch so einen Kreis drin hat. Und da wähle ich jetzt ganz einfach einen normalen Pinsel aus und zeichne hier quasi einen Kreis rein. Und wenn ihr drauf bleibt, dann gibt es ja diese Ellipsform, oder wenn ich mit dem Finger drauf drücke, gibt es eine Kreisform. Ich lasse jetzt kurz die Kreisform und mache dann Form verarbeiten und ziehe das hier einfach noch so ein bisschen hoch. Das passt und da mache ich jetzt gleich auch noch so einen kleinen Bauchnabel rein. So, und schon haben wir ein fertiges Schweinchen. Jetzt, wenn ich mit dem ganzen Design fertig seid, dann könnt ihr nochmal auf die Ebenen gehen und die dann alle zusammenfügen, indem ihr einfach auf das oberste und unterste klickt und dann die so zusammenzieht. Und jetzt ist es alles eine Ebene. Jetzt kommt es darauf an, was ihr nachher damit machen wollt. Ich zeige euch jetzt noch das Kolorieren. Wenn ihr daraus jetzt zum Beispiel ein Malbuch macht, dann würdet ihr hier jetzt noch einen Hintergrund gestalten. Wir machen jetzt aber zuerst noch das Kolorieren, damit wir hier ein fertiges Element haben, und ich will euch da auch noch ein paar Tricks zeigen. Da macht ihr eine neue Ebene, geht unter die Linienebene und sagt der oben hier, es soll eine Referenz sein. Weil jetzt könnt ihr so kolorieren, dass alles, was ihr hier jetzt an Farbe hinzufügt, orientiert sich an den Linien, die auf der Referenzebene drauf sind. Jetzt kann ich hier nämlich ganz einfach hingehen auf die Farben und sagen, na, das ist
mein Rosa für die Körperfarbe und das ziehe ich jetzt hier ganz einfach auf den Körper, auf den Arm, auf den Kopf, natürlich auch den Außenteil der Ohren. So, das ist der Bauchnabel auch noch. Wunderbar. Dann habe ich das Dunklere, will ich hier für die Arme haben. Und wenn das jetzt passiert, dann seht ihr oben, ich bin immer noch drauf mit dem Stift. Color Drop Grenze, ihr geht einfach runter, bis ihr merkt, er hat wirklich nur noch das erkannt. Ihr könnt hier immer noch nicht von Hand ausfärben, ne? Wenn es zu kleine Teile sind. Das auch mit dem Arm noch. Dann die Füße. So, und die Augenbrauen auch noch. So, und dann habe ich noch ein helles Rosa. Und das verwende ich für die Nase, die Innenseiten der Ohren. Und den Belly. So, und jetzt seht ihr, dass es mir hier die Augen auch ausgefärbt hat. Die will ich anders haben. Und das ist passiert, weil hier diese Augenverbindungen, ihr seht es hier, die sind nicht miteinander verbunden und deshalb hat es die andere Farbe genommen. Da könnt ihr jetzt einfach hingehen, weiß auswählen und die kurz ausfärben. Und wenn ihr ganz schnell auf eine andere Farbe zurückwechseln könnt, hier draufklicken, dann habt ihr das Farbpicking-Tool und könnt einfach hier die Farbe nochmal auswählen. So, dann haben wir die weißen Augen und die Ringe um die Augen, die hätte ich gerne in so einem ganz hellen Grün. So, und was ich jetzt auch noch mache, ist, ich will hier noch so quasi einen Boden drunter haben. Jetzt wähle ich kurz die beiden Ebenen aus. Verändere da die Größe noch ein bisschen und schiebe das hoch, damit ich genug Platz habe, um hier einen Boden hinzumachen. Neue Ebene, die schiebe ich ganz drunter. Schwarz. Dann mache ich hier ringsherum eine Ellipse. Könnt ihr immer noch von der Größe, von der Platzierung her anpassen. Die will ich gerne auch in einer bestimmten Farbe. Gehe hier drunter, sage auch hier wieder, das ist meine Referenz. Dann gehe ich auf mein dunkles Grün, gehe natürlich auf die andere Ebene und fülle diesen Kreis. Was ich auch noch will, ist, dass sich hier ein Schatten abbildet von diesem Schweinchen. Das heißt, ich werde hier diesen duplizieren, den schwarz machen und in der Größe verändern und den auch so ein bisschen näher an das Schweinchen platzieren. Und dann gehe ich hier bei den Anpassungen auf eine Gaußsche Unschärfe, ziehe die hoch, damit der so ein bisschen verschwimmt. Und dann gehe ich auch noch mit der Deckkraft runter, weil es soll ja nur ein Schatten sein und nicht ein schwarzer Kreis. Ich merke gerade, dass dieses Grün ein bisschen zu dunkel ist. Jetzt gehe ich auf das Grün von den Augen und gehe hier nur mit dem Schwarzanteil ein bisschen runter, damit ich immer noch in derselben quasi Familie bin. Versuche dieses Grün mal. Passt schon besser. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Mag ich es, wenn das Ganze ein bisschen eine Struktur hat und es gibt auch von BJ Dell gibt's Pinsel
Texturpinsel und da gibt es so einen Sandpinsel und da mache ich das jeweils so, dass ich einfach auf die Farbebene gehe, eine Ebene drüber und sage hier Clipping-Maske und die Clipping-Maske bezieht sich jetzt auf diesen grünen Kreis hier unten. Das heißt, alles, was jetzt färbe, färbt nur da, wo hier auch Farbe ist. Und jetzt nehme ich hier einfach noch ein bisschen ein dunkleres Grün als das, was ich schon habe. Und dann kann ich quasi so eine Sandstruktur auf diesen Kreis drauf geben. Und ihr seht, das hat dann so eine Textur und ich finde, das gibt dem auch noch so ein bisschen ein Extra. Und dasselbe mache ich auch auf dieser Farbebene hier. Respektive, ich nehme hier kurz die Transparenz noch ein bisschen runter. Und jetzt gehen wir eben auf die Farbe des Schweinchen, geben hier eine Farbe dazu und sagen hier, das ist meine Clipping-Maske, nämlich da, wo jetzt überall vom Schweinchen Farbe ist. Dann wähle ich mir hier die Farbe aus und sage auch hier, ich will ein bisschen dunkler gehen als das. Und dann gebe ich hier auch noch so ein bisschen von dieser Körnung drüber. Es ist eigentlich nur dezent, aber ich finde, es gibt dem halt einfach auch noch mal so ein bisschen Dimension. Jetzt gehe ich auch hier von der Transparenz oder von der Deckkraft so ein bisschen runter. Und da, wo ich das nicht mag, ist, wenn das auf dem Weiß der Augen ist. Und deshalb werde ich das da wieder ausradieren. So, das ist das eine. Das heißt, diese Körnung drauf geben. Und das andere ist effektiv, das Ganze zu schattieren. Das heißt, ich mache hier eine neue Ebene, nehme die unter die Linienebene, dann gehe ich hier auf einen ganz normalen Stift und wähle Schwarz aus, weil ich mache zuerst die Schatten und dann die Highlights und das mache ich beides auf unterschiedlichen Ebenen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, einfach von wo kommt die Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle von hier kommt, wird sich auf dieser Seite Schatten legen oder auch unter dem Kinn natürlich, weil das ja höher ist. Und so schattiere ich mir jetzt das Ganze kurz. Ich mache jeweils zuerst so, zeichne ein paar Schattenelemente ein. Also je weiter weg ihr von der Sonne geht, desto mehr Schatten wird es hier geben. Und der Arm liegt ja über dem Körper, von dem her kriegt er auch hier noch so einen Schatten. So, und jetzt habe ich das so ein paar Orten angezeichnet. Noch was im rosa Teil drin ist. Einfach um zu gucken, wie verhält sich das jetzt mit der Deckkraft, damit ich sehe, welche Deckkraft ich hier wählen soll für dieses Schwarz. So, das wird so in dem Stil sein. Und ihr seht, hier sieht das jetzt aus wie ein Schatten und den ergänze ich jetzt überall da, wo es hingehört. Ich würde sagen, das lasse ich mal so und jetzt kommen wir noch zu den Highlights. Übrigens die Schatten und auch die Highlights nehme ich immer unter die Linien
Ebene. Da gehe ich jetzt mit Weiß. Ich mache das einfach da, wo es große Teile hat mit Schatten, gebe ich einfach nur so eine kleine Linie, damit man den Unterschied auch sieht, dass das hier eine Schattenfarbe ist. Ansonsten, da der Lichtpegel von hier kommt, werde ich jetzt eher auf der Seite hier drüben noch so ein paar Highlights geben. Wenn ihr größere Teile habt, wo jetzt wieder Schatten noch hell ist, könnt ihr immer noch so kleine Highlights setzen. Und die lassen wir jetzt natürlich auch nicht so hell, sondern die machen wir jetzt auch, gehen wir mit der Deckkraft runter. Dann seht ihr auch noch, wo ihr noch Anpassungen machen müsst oder nicht. Ich würde aber sagen, für mich passt es so. Vielleicht noch hier unten beim Kreis, damit das nicht so aussieht, als ob der auf dem Kreis schweben würde. Hier auch noch eine Ebene, und zwar mit Schwarz. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich jetzt eine neue Ebene gemacht habe und das nicht auf der anderen Schattenebene mache, das hat ganz einfach den Grund, dass ich nachher für die Weiterverwendung diese zwei Elemente, das heißt das Schweinchen selber plus dieser Kreis, die werde ich separat verwenden. Und deshalb muss ich hier gucken, dass ich den Schatten danach entweder ein- oder ausblenden kann, diesen hier unten. Dann gehen wir auch hier mit der Deckkraft noch runter. So, und fertig ist das Schweinchen. Und so könnt ihr super einfach selber so ein Tier erstellen. Ich werde das jetzt so weiterverwenden, dass ich euch zwei Videos mache. Einerseits, wie ihr so ein Element jetzt nehmen könnt und damit eure eigenen kleinen Tags, Ausdrucke machen könnt und damit Minicards kreieren könnt. Und das andere Projekt oder Video, was ich machen werde, ist, wo ich euch zeige, wie ihr das jetzt eigentlich verwenden könnt und quasi ein Malbuch für eure Kinder, Patenkinder, whatsoever machen könnt und das so weiterverwenden könnt. Aber mehr dazu dann in den beiden weiteren Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Und wenn das der Fall war, dann gerne auch ein Like unten. Und naja, die ganzen Sachen, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!